für mich so ein bisschen eine größere Herausforderung. Also ich spüre den Muskelkater. Du kannst nichts planen, du kannst nichts zweimal machen. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Am Tag 3 mussten wir die Fähre erwischen, damit wir auf die nächste Inselgruppe kommen. Wenn wir die verpasst hätten, hätten wir 8 Stunden einen Umweg fahren müssen. Es ist die letzte Fähre gewesen, die in diesem Jahr zur Saison noch gefahren ist. Dann beginnt scheinbar die Wintersaison oder sowas und dann fährt diese Fähre eben nicht mehr. Ist aber ziemlich cool. Man fährt nur knapp 1,5 Stunden, dann ist man eben schon auf Andøya. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Erwartungen, da wo wir jetzt hinfahren. Ich habe davon weder Shots gesehen, noch habe ich mich vorher damit befasst. Ich lasse mich einfach überraschen, was da auf uns wartet. Ja, Freunde, wir sind jetzt 1 Stunde mit der Fähre unterwegs. Und würde ich sagen, ist Zeit für die nächste Challenge. Die Community hat uns eine Aufgabe gegeben. Und diesmal heißt es Kameras im Rucksack lassen, denn wir machen alles mit dem Smartphone. Ja. Eine Stunde Zeit. Bin gespannt, was ihr mit dem Baby hier zaubert. Okay, Alter, let's go. Cool. Ich probiere jetzt gleich am Anfang hier mal ein paar Bilder zu machen. Jetzt wird es mega laut, weil hier der Motor hinten ist. Aber wenn das Schiff jetzt ablegt, dann sieht man das Ganze natürlich schön aus der Distanz hier, den Ort, Grillefjord. Und ja, das werde ich mit dem Handy mal festhalten. Also let's go. Gerade auf so einer Fähre, die sich dauernd bewegt, ist natürlich mega schwierig, weil du kannst nichts planen, du kannst nichts zweimal machen. Deswegen einfach ganz viele Bilder und danach einfach nochmal 10 Minuten nehmen, die aussortieren und dann einfach bloß die besten übrig lassen. Aber haben ist besser als brauchen. Das ist nicht nur mein Lieblingsmotto generell, sondern das trifft auch hier richtig gut zu. Vielen Dank für diese Challenge. Ich gehe die folgendermaßen an, dass ich mir auf der einen Seite die Gegend angucke, die Fjorde, die wir durchkreuzen. Auf der anderen Seite werde ich sicher auch noch Details auf dem Schiff gucken. Irgendwelche Taue, sonstige Sachen. Da will ich sicher was Spannendes finden und mit meinem Handy festhalten. Für mich so ein bisschen eine größere Herausforderung, nicht weil ich nicht mit dem Smartphone fotografieren kann, sondern weil mein Smartphone im Vergleich zu den anderen beiden Smartphones relativ alt ist. Ich habe ja ein iPhone 10, das heißt die Technik, die hier drin steckt, ist halt schon 3 Jahre alt und bei Smartphones entwickelt sich das so schnell, das heißt Qualität ist einfach nicht so geil wie bei den anderen Smartphones, ich habe nicht so einen krassen Weitwinkel, ich kann nicht so weit reinzoomen und so weiter, das heißt ich muss jetzt hier die Sachen nutzen, die ich in diesem älteren Gerät drin habe. Je nachdem, was man für ein Smartphone hat, was die für Möglichkeiten bietet, kann man natürlich auch andere Bilder machen. Ich bin mal zum Captains Haus gelaufen und habe dann durch die Fensterscheibe den Captain einfach fotografiert, wie er so da stand, so durchguckt, mit so den Bergen am Horizont und konnte einige coole Bilder machen. Das waren einfach so schöne Momentaufnahmen eben von diesem Kapitän durch das Fenster geschossen. Was man mit dem Smartphone auf jeden Fall machen kann und vielleicht auch sollte, ist mal ungewöhnliche Perspektiven zu suchen. Mal was aus Bodennähe oder einen speziellen Winkel zu finden, der einfach nicht alltäglich ist. Bei der Smartphone Challenge bin ich so vorgegangen, dass ich mir eigentlich Vordergründe gesucht habe, um diese Tiefe ein bisschen mit reinzubringen, die man ja normal bei der Smartphone-Fotografie nicht hat. Ich bin aber ganz schnell von der Location und von dem Fjord überrascht worden, durch den wir gefahren sind.
und habe dann auf diese Vordergründe verzichtet und habe einfach diese epischen Locations fotografiert. Da hinten ist gerade so ein spitzer Berg, der hier inmitten von 3 anderen Bergen sich auftut. Oben ist der Nebel und wenn man jetzt ein bisschen außerhalb der Norm, also nicht mit der Drittelregel fotografiert, sondern den Horizont ganz weit unten ansetzt, dann hat man oben noch wirklich eine ganz spektakuläre Wolkenfront, die richtig dunkel und bedrohlich ausschaut. Und das ist echt eine schöne Sache. Moment, ich kann es dir vielleicht mal hier zeigen oder ich blende das Bild einfach ein. So sieht das Ganze aus. Aber wir schauen lieber mal mit dem Auge drauf, denn da wirkt das Ganze nochmal viel, viel besser. Ich glaube, das entschuldigt dann auch jeder, dass da keine Tiefe drin ist, sondern einfach nur coole Berge mit cooler Stimmung. Das hat auf jeden Fall überzeugt. Und ein kleiner Tipp auf jeden Fall noch, falls du auch mal so eine Challenge machst, verbring nicht zu viel Zeit am Spot, denn damit ziehst du natürlich auch die Challenge-Teilnehmer mit an, die jetzt hier auch die gleichen Bilder schießen. Du. Ich habe nicht das gleiche fotografiert. Das sieht nur so aus. Mein Tipp mit dem Smartphone ist, dass du auf jeden Fall die Belichtung selber kontrollierst. Das heißt, die Belichtung heller oder dunkler machen, so wie du es halt brauchst. Ich in meinem Fall mache es lieber immer ein bisschen dunkler. Das heißt, ich tippe einmal auf den Display, halte dann gedrückt, dann lockt er auch den Fokus und dann ziehe ich das Ganze so ein bisschen dunkler. Dann wirkt das Ganze mehr dramatisch und gerade jetzt mit dem Nebel, mit den ganzen Bergen im Hintergrund, wirkt das Ganze dann umso epischer. Also da bewusst mal, wie auch bei der richtigen Kamera, auf die Belichtung achten. Ich finde es manchmal auch hilfreich, wenn man gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Reinzoomen, rauszoomen, Weitwinkel und so weiter, muss man sich ja immer wieder entscheiden. Einfach nur eine Sache, einfach nur nach dem Motiv gucken, draufdrücken, Foto machen. Bam, geil. Ich habe mit einem Huawei Mate 20 fotografiert und größtenteils einfach automatisch, also auf dem Automatikmodus gedrückt. Ja, egal was für Funktion deine Kamera, deine Handykamera hat oder nicht, du kannst bestimmt das Drittelraster mit einblenden und damit schon mal den Grundstein setzen für ein cooles Bild und die Einteilung machen, was wichtig ist für dein Bild und was nicht. Ich war bei der Challenge jetzt mit dem iPhone 12 Pro Max unterwegs und habe sehr genossen, 3 Linsen zu haben. Das haben ja mittlerweile viele Smartphones, dass man zwischen Tele- und Weitwinkel auch noch ein bisschen unterscheiden kann. Und so hat man dann doch die Möglichkeit, mal näher ran, mal weiter weg zu gehen. Reinzugehen. Und das ist immer so cool bei den Challenges, dass man sich halt selber herausfordern muss und auch so ein bisschen limitiert und dann einen ganz anderen Blick entwickelt für Sachen, für Motive. Und ja, geile Fotos auf jeden Fall entstanden. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Die Smartphone Challenge war ziemlich cool, aber auch ziemlich kurz. Wir haben nur knapp 10 Minuten fotografieren können, weil es dann wieder so hart angefangen hat zu regnen. Wir sind auf dem offenen Meer und es schaukelt auch ganz schön. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier wieder runterkomme. Und wie war die Smartphone Challenge? Nass mal wieder. Aber gut, ein paar schöne Sachen gefunden. Geil. Oh. Jetzt erstmal wacheln. Auf jeden Fall, irgendwas Warmes. Let's go. Dann war irgendwann so viel Nebel da, dass es einfach nur Meer und Wellengang das Einzige war, was man noch gemerkt hat. Also nicht mehr viel gesehen. Und wenn so ein großes Schiff anfängt zu schaukeln und man draußen überhaupt nichts mehr sieht, weil es einfach nur konstant regnet, ja, dann wird einem schon so ein bisschen mulmig im Magen. Da habe ich dann das Handy lieber weggepackt, habe mir eine Waffel gekauft, habe mich hingeguckt und habe zum Fenster rausgeschaut. Wir sind Richtung Westeralen gefahren, für uns auch ein neues Gebiet zu entdecken.
Generell haben wir einige Sachen im Voraus geplant, also wo wir halten, und andere Sachen lassen wir uns komplett frei inspirieren. Das hängt manchmal auch vom Wetter ab, einfach wie das Wetter gerade so ist und was uns einfach spontan gefällt und fotografisch auch anspricht. Und manchmal geht so wie ein Motivalarm in mir los oder auch in Lukas oder in Christoph. Man sagt so, ey, hier könnte ich mir vorstellen, dass man das und das umsetzt. Dann halten wir an und schießen ein Foto. Mein erster Eindruck war, dass wir in der Karibik sein müssen, weil dieser Strand sehr weit war und auch eine sehr helle Farbe hatte. Das war wirklich cool, man war in einer anderen Welt. Guck mal, wie weiß das ist. Der Hammer. Man könnte so denken, man ist irgendwo im Süden, jedenfalls wenn man so diese Seite sieht. Wenn man dann die andere Seite sieht und uns sieht, wie wir angezogen sind, ja, dann ist klar, wir sind im Norden. Was ich an solchen Spots auch sehr gerne mache, ist mit unscharfem Vordergrund zu spielen. Das heißt, ich nehme jetzt hier etwa eine 4er-Blende und dann geht man einfach ganz nah ran, zum Beispiel hier an dieses Dünen, Küstengras, wie auch immer, und kann so einen schönen Schärfe-Unschärfe-Effekt erzielen. Das sieht mega spannend aus und so kann man mit einem einfachen Mittel ein cooles Bild machen. Da gab es so kleine Blümchen, die irgendwo auf dem Sand blühten. Voll der geile Vordergrund, zusammen hinten mit den epischen Felsen. Ich bin tatsächlich etwas fauler, was das Stativ angeht, dieses Aufbauen, Mitschleppen und sowas. Also es macht mir mega Spaß. Ich bin ein riesen Fan davon, mich hinzusetzen mit Filtern und so weiter. Aber ich bin echt faul und ich versuche ganz viel dann auch mal aus der Hand zu machen. So alles, was bis ein Fünftel oder sowas geht, das halte ich auch eigentlich ganz gut mit der Kamera. Denn die meisten Kameras, die sind mittlerweile so stabil, dass du die gerade im Weitwinkel locker auf eine Zehntelsekunde halten kannst. Das heißt, geh in den manuellen Modus, stell ein Zehntel ein, die ISO so weit wie es geht runter, wenn du auch noch so faul bist und keine Filter vorne drauf packen willst. Und dann kannst du hier mit einer Blende 16 habe ich jetzt und ja, eine Achtelsekunde wirklich geile Aufnahmen machen, wie so ein bisschen das Wasser ranrauscht und dann langt schon wirklich dieses Achtel, dieses Zehntel, weil die Wellen ja relativ schnell sind und dann hast du ja eine schöne Bewegung drinnen, hast aber trotzdem noch den scharfen Vordergrund und der Rest ist natürlich auch scharf und dann sind es doch spektakuläre Aufnahmen, genau das, was wir wollen. Du musst nur schnell sein, denn wenn das Wasser kommt, musst du ein paar Schritte zurückgehen. Sonst hast du nasse Füße, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber das klappt echt mega gut hier. Ein bisschen aufpassen, linkes Auge beim Fotografieren mit offen haben. Dann siehst du auch, wann die Welle kommt und dann gibt es keine nassen Füße. So muss es sein. Weil das Wetter ganz gut war, haben wir uns entschieden, nach dem Strand direkt eine Wanderung zu machen. Die Wanderschuhe sind geschnürt. Boah, gestern eine Wanderung, heute schon wieder eine Wanderung. Also ich spüre den Muskelkater und die Müdigkeit. Ja, wenn ich mir den Weg und den Berg so anschaue, dann weiß ich, dass ich die Layers nicht lange anbehalten werde. Da muss ich dann später gleich mal tauschen. Trotzdem freue ich mich, weil die Aussicht ja scheint spektakulär zu sein. Ich habe schon einige Bilder gesehen. Das wird eine tolle Sache. Aber es kam leider alles anders. Boah, so ein Scheiß. Da gibt jedes Equipment irgendwann auf. Tag 3 hat ordentlich an den Kräften gezerrt. Wir waren einfach tot. Ja,